Da ist sie wieder, die Deckbox, die mir in Lille geklaut wurde. Vor ziemlich genau einem Monat wurde mir am Samstag im Main Event nach der fünften, sechsten Runde diese Deckbox geklaut und nicht wieder zurückgegeben. Sie wurde gefunden einen Tag später beim Aufräumen. Und da ich dem Support von Finfinity geschrieben habe, dass ich diese Deckbox vermisse, wurde sie mir wieder zugeordnet. Aber ihr habt es schon am Anfang gesehen, da fehlt doch was. Yep. Hier war Jabba's Palace drin in der Twin Suns Premium Variante. Schade. Dann schauen wir doch mal rein, was noch so fehlt. Also hier immerhin noch ein paar Würfel. Auf dieser Seite ist gar nichts mehr drin. Da waren alle meine Premium-Tokens drin, die von Gamegenic unter anderem, ein fantastischer Initiative-Token und Co. Ich glaube, diese Anführereinheit ist die einzige Hyperspace-Karte, die noch übrig ist. Was haben wir hier? Hier haben wir meine kleinen Blöcke. Und das hier sind alles weder Foils noch Hyperspace Foil. Also alles, was nicht normal war, ist hier raus. Und hier wurden immerhin die Sleeves zurückgelassen, nichts mehr dazwischen. Das hier ist meine Sideboard-Notiz. Das ist übrig geblieben. Tja, was sagt uns das jetzt? Erstens, passt unbedingt auf eure Deckboxen auf, vor allem wenn ihr so eine großen Turniere spielt. Beim Store Showdown, da kennt man irgendwie alle Nasen noch. Beim PQ vielleicht auch, aber da wird es dann schon ein bisschen größer. Aber wenn man dann irgendwie bei einem 800-Menschen-Turnier ist statistisch gesehen immer mindestens ein Idiot dabei. Ich habe sogar gehört, es wurde noch jemand anders, wurde beim Diebstahl erwischt. Die Person wollte sogar von einem Kind was klauen, was noch viel, viel, viel frecher ist. So, ich habe das, wie es so schön heißt, Disposable Income. Ich konnte mir das Deck ersetzen. Bei Kindern kann das komplett ruinieren und eine Kernerinnerung schaffen, die man bei Kindern nicht haben möchte. Ich bin ein bisschen froh, dass es doch im Nachhinein noch wieder angefunden wurde, dass ich sie nicht irgendwo vertüdelt habe. Nein, da hat sich jemand bewusst dazu entschieden, mir das Wochenende zu ruinieren, beziehungsweise vielleicht nicht mir genau, nicht mir direkt, aber halt einer Person, die viel Geld dafür investiert hat, zu einem Turnier hinzufahren. Hotel, Fahrtkosten, Verpflegung, alles was dazu kommt. Richtig, richtig, richtig unsozial. Also lasst das, was mir passiert ist, euch eine Lehre sein. Passt auf eure Deckboxen auf. Packt einen AirTag rein oder sowas oder behaltet sie immer am Menschen. Denn Idioten gibt es offensichtlich überall. Nun habe ich natürlich auch in Lille ein Vlog gefilmt, was ich dann erst gar nicht veröffentlichen wollte, weil ehrlich gesagt war ein bisschen die Luft raus nach dem Diebstahl. Aber trotzdem hänge ich das jetzt alles noch an, damit es dann wenigstens als Zeitdokument online ist. Also passt auf eure Deckboxen auf, dass euch das nicht passiert, was mir passiert ist. Und sonst viel Erfolg auf den Turnieren. Guten Morgen, Brückentag, kurz nach 6 Uhr. Die einzigen Leute, die wach sind ich und die ganzen zwitschernden Vögel. Denn jetzt geht es zum ersten Regional Sector. Regional Sector? Qualifier? Mein Gehirn ist auch noch nicht ganz wach.
Morgen. Man ist immer viel zu früh wach nach einem enttäuschenden Frühstück. Geht's dann doch jetzt mal zur Location. Ein Glück war ich direkt zur Eröffnung des Frühstücks da. Dann gab es immerhin wenigstens ein paar Gurkenscheiben. Und jetzt wurde da in der Lobby auch mittlerweile ganz schön voll, weil natürlich alle gleich pünktlich. Wie heißt das Ding noch? Da sein will, wo die Regionals stattfinden. Die Regionals sind jetzt auch das bisher größte Star Wars Unlimited Turnier. Stand jetzt sind 855 Menschen angemeldet. Droppen wir vielleicht noch 10 oder so. Also 850 Teilnehmende. Das ist richtig, richtig, richtig stark. Schauen wir doch mal. Gestern Abend schien die Lobby voller Sabines zu sein, aber das kann ja natürlich auch einfach nur eine Stichprobe sein bei 850 Leuten. Schauen wir mal. Jetzt ist es hier ganz schön grau in Lee, aber wir verbringen ja eh die meiste Zeit in einem Konferenzort, keine Ahnung. Es ist noch ganz schön früh. So. Aber wir schauen uns dann doch mal alles an. Erste Runde, Sabine Tarkentown. Erstmal gedacht, oh, na klar, triffst du sofort ein Deck, wo du keine Ahnung hast, wie du dagegen spielst. Aber es war einfach hit the base, be faster than your opponent. Und es lief auf ein 2:0 hinaus. Damit bin ich, glaube ich, das erste Mal beim großen Turnier nicht sofort im Losers Bracket. Noch ist das Finale drin. Ich weiß nicht, aber zufriedenstellender Start. Einen Sieg habe ich. Ich merke aber, dass ich immer noch in der ersten Runde ganz schön aufgeregt bin, vor allem wenn es um die Möglichkeit gibt, dass es vielleicht hier doch gleich ein Sieg ist oder so. Von daher, das war aufregend. Jetzt laufen wir noch mal ein bisschen rum und schauen uns das mal an, wie ein Turnier aussieht, wo fast 900 Spielende mit am Start sind. Mega krass. Zweites Spiel, 1:2 verloren gegen Piet Roth. Erstes Spiel davon gewonnen, die nächsten beiden verloren. Hat mich verheddert. Hab mein Gameplan einfach vergessen. Ärgerlich. Ja, ziemlich ärgerlich. Egal. Gleich geht's weiter. So, jetzt mal wieder ein bisschen außer Atem, weil ich schnell auf dem Weg zum Supermarkt bin, weil man munkelt, es gäbe keine Pause und ich dann wenigstens ein bisschen was an Essen dabei haben möchte. Ich habe jetzt noch knapp eine halbe Stunde Zeit, weil mein letztes Spiel ging ziemlich schnell, obwohl es 3 Spiele waren. 2:1 gegen Darth Vader Set 1 mit dem Data Vault. Das eine Spiel, was ich verloren habe, war das gleiche Problem wie in der Runde zuvor. Man könnte meinen, ich wäre nicht lernfähig, aber ich muss halt einfach auf Base gehen. Dann hatte ich aber auch noch wahnsinnig Glück, dass ich dann im dritten Spiel einfach 2 Surprise Strikes gezogen habe, die mich dann auch sehr nach vorne gebracht haben. Aber jetzt stehe ich wieder insgesamt 2:1, Tendenz umgedreht. Wir schauen, wie es weitergeht. Macht riesig Spaß, aber jetzt erst noch mal was zu trinken und was zu essen organisieren. Das letzte Spiel war gegen Boba 4 Tarkentown, was ich innerhalb von, wir haben noch 40 Minuten Zeit, 15 Minuten 2 Runden gewonnen habe. Ich hatte einfach mega Glück, was meine Karten-Draws angeht. Das hat alles genau richtig funktioniert und gegen so einen Tarkentown ist Surprise Strike natürlich auch wirklich nett.
Das Spiel davor war die rote Assage Ventress mit Tarkin Town zusammen. Hat man nicht so viel Chance, wenn die Assage Ventress 2 vorne Lightsaber hat und mit Surprise Strike angreift. Was sollst du machen, wenn du keinen No-Good vom Millet hast? Das habe ich also ebenso schnell, wie ich dieses Spiel eben gewonnen habe, verloren. Und was hatte ich davor? Davor war Quinlan. Ich glaube, deswegen hatte ich dann auch irgendwie keine Lust auf ein Update oder sowas, weil mein Kollege so langsam gespielt hat, dass mich das fast wahnsinnig gemacht hat, weil wenn man dann darauf wartet, dass die andere Person den indirekten Damage verteilt, das gefühlt auch noch nie so richtig gemacht hat und dann auch noch dafür so lange braucht, hat mir ganz schön Energie geraubt. So, jetzt habe ich 38 Minuten Zeit noch, dann geht's kurz ins Hotel, die ganzen Sachen ablegen, damit ich sie nicht die ganze Zeit immer umschleppen muss. Und dann geht es weiter mit Runde 7 von 9. Also 2 Drittel haben wir durch. So, schlechte Nachricht. Ich habe meine Deckbox vertüdelt. Deswegen ist vermutlich das Turnier jetzt für mich vorbei. Schade. Beim Lost Count ist sie nicht aufgetaucht. So ist es. Scheiße ist es. Schade ist es. Guten Morgen, Lil Tag 2 mit schlechter Laune. Mein Deck ist immer noch nicht aufgetaucht. Dank Tom habe ich zumindest 30 Karten dieses Decks, was ich spielen kann. Wir gucken, was wir aus den anderen 20 machen. Side-Event, Luft ist ein bisschen raus. Wir schauen mal, wie es läuft. Guten Morgen, Abreisetag. Wie immer, zu früh aufgestanden, jetzt Zeit, bis die Bahn nach Hause fährt. Aber so ist es, können wir noch mal ein bisschen über das Wochenende sprechen. Der letzte Clip von gestern war die nochmalige Enttäuschung, dass meine Deckbox weg ist. Schade, leider ist sie gestern nämlich nicht mehr aufgetaucht. Ich hatte ja noch ein bisschen die Hoffnung, dass sich die Person im Hotel die paar guten Karten dann raussucht und den Rest zurückbringt, aber das ist nicht passiert. Also die ist komplett weg. Ich habe aber beschlossen, ich baue mir das Deck von vorne nochmal. Es macht mir halt Spaß. Was soll ich machen? Gut, wie habe ich dann also gestern den Tag verbracht? Ich hatte mich ja schon für das Promo-Event angemeldet, als ich noch eine Deckbox besaß. Aber dank eines Mitfahrers habe ich immerhin ein Deck, was ähnlich meinem ist. 30 Karten davon waren gleich wie mein Deck, 20 anders. Dummerweise sind 20 andere Karten halt irgendwie schon gleich ein ganz anderer Gameplan. Und wir wissen ja mittlerweile alle, dass ich kein guter Spieler bin und einfach ziemlich viele Raps brauche in einem Deck. Deswegen habe ich in der ersten Runde, auch wenn es knapp war, gegen einen Palpatine Data Vault 1:2 verloren. Und in der zweiten Runde ein wahnsinnig nettes Match gegen einen Anakin Colossus gehabt. Wenn du das siehst, vielen Dank fürs Teilen der Price Wall Points. Das Mitleid habe ich gerne mitgenommen. Nee, danke, das Spiel hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es nicht so läuft mit Boba Anakin Data Vault, wirklich ganz schön anstrengend ist. Aber dann aus dem Turnier gedroppt, nützt ja alles nichts. Dafür dann aber 2 Runden Twin Suns gespielt, ganz großer Spaß. Dafür hatte ich ja noch ein Deck. Und mein Deck funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ganz toller Spielmodus. Da habe ich dann auch ein Autor von swumeta.net, der Alternative zu SWU Competitive Hub, kennengelernt. Super netter Dude auch. Auch da Shoutout und liebe Grüße. Er hat Homestead Militia gespielt und Leute, die von mir gespoilerte Karten spielen. Gute Leute. Dann noch ein privates Twin Suns Spiel hinterher, wo ich zu ein bisschen schnell rausgenommen wurde. Hat mich geärgert, ist leider so. Und dann war für mich eigentlich das Wochenende auch gelaufen. Die Luft war raus. Schon am Samstagnachmittag eigentlich. Da hat es Twin Suns jetzt noch ein bisschen gerettet. Achso, ganz vergessen. Ich habe noch gegen den OP-Chef von FFG eine Runde ganz normal Constructed gespielt. Habe dort sein Finn-Deck immerhin besiegt.
und auch ihm nochmal mein Leid geklagt mit der verlorenen Deckbox. Naja. Dann haben wir uns die Stadt noch ein bisschen angeguckt, waren 1A Burger essen. Und das war eigentlich das Wochenende. Ja, also, wie war das Wochenende? Abgesehen davon, dass sich eine Person bewusst dazu entschieden hat, einer anderen Person ein vermutlich relativ teures Wochenende kaputt zu machen. Wenn wir das mal ausgleichen, also das persönliche Ergebnis rausnehmen, dann war das ein mega Wochenende, mega organisiert von Fanfinity. Gerade weil ich jetzt auch den Vergleich zu Mailand habe, ist das fast ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen. So, natürlich haben wir auch hier die Initiative-Token nicht bekommen, aber man ist reingekommen, man hatte groß Star Wars Deko, hier war Deko, da war Deko. In Mailand war, glaube ich, nicht ein Star Wars Schild irgendwo. Ich muss schon ganz tief graben, aber ich meine nicht. Also hier hat man einfach gemerkt, hier wird Star Wars gespielt. Die Location war besser, es gab viel mehr Toiletten, Personal ähnlich hilfreich, aber auch, ich war da gestern zum Zeitpunkt des Finales, war ich schon im Hotel, die Streamqualität war mega. Auch immer noch ein Ersatzspiel mit aufzunehmen, was man dann in den Pausen zeigen konnte, auch eine Top-Idee. Ist dann auch irgendwie, ich finde das dann auch ein bisschen schöner, wenn das alles Star Wars sich wirkt, auch der Stream. Das hat Organized Play Events auch nicht so gemacht. Da war das dann ja alles so neongrün. Das fand ich anstrengend. Und Casting vor Ort natürlich auch immer qualitativ eigentlich besser. Viele Price-Ball-Tickets habe ich mir jetzt nicht erspielt, weil lief alles nicht so richtig und hatte dann auch keine Lust, nochmal für Sealed und Draft extra Geld auszugeben. Aber so ist es nun. Ich habe mich jetzt am Ende auf Platz 477 von 857 oder so Teilnehmenden wiedergefunden, was natürlich nicht mein erhofftes Ziel ist, von zumindest in der ersten Hälfte landen. Ich bin jetzt am Ende 3:4 gegangen, also ich habe 6 Spiele gespielt, dann habe ich die nächste Runde quasi meinem Gegner direkt gegeben, um mir noch mehr Zeit zu geben, dass die Deckbox vielleicht wieder auftaucht. Also hätte ich bis zum Ende mitgespielt, dann hätte ich, glaube ich, mein Ziel von der ersten Hälfte erreicht. So habe ich es nicht, aber das lag jetzt außerhalb von meinen eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten und Co. Von daher, so ist es dann leider. Jetzt geht's wieder zurück nach Hamburg. Wir schauen mal, wie wir denn zurück nach Hamburg kommen, weil der gebuchte Zug nicht mehr existiert, weil in Köln jetzt viel gebaut wird. Aber man kommt noch immer zurück und eine aufgehobene Zugbindung bedeutet, ein Gutschein und die nächste Fahrt mit der Deutschen Bahn wird günstiger. Wir haben ja die Zeit, nach Hause zu fahren. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Turnier. Es war ja wohl nicht der letzte Regional Qualifier. Habt eine gute Woche. Ciao. Pour nous assurer que votre voyage se déroule au mieux et procéder à la vérification de votre titre de transport et réduction associée. Enfin, par courtoisie, je vous remercie de